at Fraunhofer CML have developed a prototype for digitalized and fully automated rope inspection solutions using camera sensors and AI. Currently, these kind of rope inspections are completely manual. The port authorities, they hire external rope inspection providers, sometimes quarterly or yearly, depending on the port authority. The inspectors, they have to climb up on the crane, on the trolley, and then they move the trolley and the rope, and they visually inspect the rope. Then they have to take some photos from time to time wherever they find damages for documentation. And after the inspection, they have to record their findings and provide some information on future usage of the rope. So for terminal authorities, cost is a very big problem because they have to hire these inspectors from time to time to keep the ropes functional. These ropes are around 200 meters long, so checking these ropes manually takes a lot of time, which leads to downtime of the equipment, and that adds to further losses. GRIP uses camera sensors and artificial intelligence. The camera sensors are used to capture pictures and surface of the rope, and AI models assess those images and videos for damage detection, and also provides information on the rope's future usability. Sie sehen hier einen sehr rohen Prototyp dieser Idee. Dieser Prototyp besteht eben aus einer Trommel. Und in dieser Trommel haben wir LED-Streifen angebracht. Diese LED-Streifen dienen dann eben dazu, innerhalb dieser Trommel eine sichere und konstante Beleuchtung zu gewährleisten. Die Idee ist jetzt, dass ein Seil, wie etwa bei dieser Probe, durch das Sichtfeld der Kameras bewegt wird, dabei durch die LED-Streifen von allen Seiten ausreichend und konstant beleuchtet wird und die Kamerasensoren dann das Stahlseil von allen Seiten optisch erfassen. Diese Kameras sind an 3 Positionen im Gehäuse positioniert. Wir haben hier oben eine Kamera, hier unten und auf der gegenüberliegenden Seite. Diese sind mit einem 120-Grad-Versatz am Gehäuse angeordnet, sodass wir eben die komplette Oberfläche des Seils erfassen können. Für einen laufenden Betrieb müssten wir uns eben vorstellen, dass dieses Stahlseil eben nicht auf diese kurze Länge begrenzt ist, sondern dass wir hier von einem üblichen Stahlseil mit mehreren 100 Meter Längen unter Umständen reden können. Das bedeutet, dass unser Gerät etwa bei einem Terminalkran im Bereich der Laufbewegung des Stahlseils angebracht wird und dieses Stahlseil sich dann eben kontinuierlich im normalen Betrieb durch unseren Prüfmechanismus bewegt. Die Daten, die unsere Kamerasensoren dann aufnehmen, werden hier an unseren Mini-PC übertragen. Dieser Mini-PC ist besonders energiesparend und weiterhin aber eben auch für die Anwendung im Bereich der künstlichen Intelligenz optimiert. Das heißt, trotz seiner kompakten Größe und seiner geringen Energieanforderungen ist er in der Lage, unseren Anwendungsfall mit einer ausreichenden Leistung zu versorgen, sodass wir eben in der Lage sind, unser Seil alleine mit diesem Mini-PC und den darauf angewandten KI-Modellen auszuführen. Der Prototyp, so wie er jetzt aktuell hier konzipiert wurde, ist zudem sehr mobil. Aktuell sehen wir, ist er an einem Stromkabel angeschlossen. Das ist die einzige Energieversorgung. Nichtsdestotrotz ist es möglich, diesen Mini-PC über eine Erweiterungsplatine auch mit 18650er Batteriezellen zu bedienen, sodass das gesamte Gerät dann auch vollständig mobil einsatzfähig ist. Für die Mobilität ist es außerdem wichtig, dass wir eben auch unabhängig von externen Servern sind. Das ist eben auch ein großer Vorteil unseres hardware-starken Mini-PCs, der es eben ermöglicht, unsere KI-Modelle komplett lokal auszuführen, ohne dass wir eine Internetverbindung benötigen. Das bedeutet eben, zusammen mit unserer mobilen Energieversorgung ist dieses Gerät dann auch völlig autark mobil einsatzfähig. Die zugehörige Software zu unserem GRIP-System bietet eben auch die Möglichkeit, dass wir über ein grafisches Interface mit unserem Gerät interagieren können. Dafür besteht unsere Software im Wesentlichen aus 3 Bausteinen. Der erste Baustein ist die Live-View. Diese Live-View bietet eben die Möglichkeit, dass wir, wie der Name vermuten lässt, Stahlseile in Echtzeit analysieren können und eben auch unsere KI-Modelle einstellen können.
Neben dieser Live-View haben wir dann eben noch die Möglichkeit, Analysen zu erstellen. Dabei werden wir Schritt für Schritt durch verschiedene Einstellungen geführt und anschließend wird eben eine Analyse durchgeführt. Weiterhin haben wir als dritten Baustein die Möglichkeit, vergangene Analysen zu laden. Es ist möglich, die aufgenommenen Bilddaten in Form von Videos erneut anzuschauen. Weiterhin gibt uns die Software im Bereich darunter in tabellarischer Form eben alle gefundenen Seilschäden sowie die zugehörigen Bereiche im Video aus. Und als dritten Bereich sehen wir abschließend noch eine Zusammenfassung des inspizierten Seils mit zugehörigen Seilparametern sowie eine Empfehlung, wie mit dem Seil in Zukunft umgegangen werden sollte. Oft wird aus der Praxis gefragt, welche Seilgeschwindigkeiten sind denn möglich mit unseren Prototypen? Und da möchte ich an der Stelle darauf hinweisen, dass die Seilgeschwindigkeit, die erreicht werden soll, zum einen eben abhängig davon ist, mit welcher Kameraauflösung wir arbeiten. Das heißt, wie viele Bilder pro Sekunde sind unsere Kameras in der Lage zu liefern. Und zum anderen ist es eben davon abhängig, welche Rechenkapazität wir unserem KI-Modell zur Verfügung stellen. Wenn wir eben mehr Bilder pro Sekunde auswerten wollen, brauchen wir eben auch eine höhere Rechenleistung. Das ist dann zum aktuellen Zeitpunkt unter Umständen nicht mit einem solch kompakten Gerät möglich. Nichtsdestotrotz ist es allerdings möglich, eine größere Hardware bei einem fertigen System bereitzustellen, sodass eben dann auch höhere Bilder pro Sekunde in Echtzeit berechnet werden könnten. Haben wir diese Echtzeitanforderungen nicht und wir sagen beispielsweise, es ist in Ordnung, dass ein Stahlseil auch etwa über Nacht analysiert werden soll, haben wir lediglich die Anforderungen einer höheren Kameraauflösung, aber das ist eben leicht in einem fertigen Produkt austauschbar. Wir reden hier, wie gesagt, von einem ersten Prototypen und wir arbeiten stetig an der Verbesserung dieser Technologie. Unter anderem planen wir in Zukunft auch innenliegende Seilschäden zu detektieren und auszuwerten, dafür eben dann weitere Sensorik in unser System zu integrieren. Aktuell beschränken wir uns durch unsere Kameras eben auf oberflächliche Seilschäden. Wir möchten aber auch in Zukunft in der Lage sein, innenliegende Seilschäden erfolgreich detektieren zu können und planen daher die Integration weiterer Sensoriken. Yeah, so digitalized rope inspections are much faster, much lower in effort, and also leads to reduced costs. For rope inspection service providers, this solution could make their inspections much faster and much easier, and also give them an edge in the market. Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie mit intelligenter Inspektion und innovativer KI. Gemeinsam gestalten wir den Hafenbetrieb der Zukunft.